Da draußen ist es super heiß. Aber der Grund, warum es da draußen gleich richtig heiß wird, das sind wir. 1, 2, 3! Die Vergiss mal Schulterblick. Wir gehen all in die ganze Zeit. Guck raus, yes! Oh, da bist du doch! Gut! Oh, und rausgeköpft, überragend! Okay, dann, Jungs, Sachen nehmen, Abfahrt, rein. Ja, also wir haben direkt nach dem Training eigentlich so in der Mannschaft komplett in der Kabine halt zusammen die Auslosung geguckt auf dem Fernsehen. Enzo, einen kannst du dir aussuchen. Heim oder auswärts? Heim. Luke? Ja, mal kurz auswärts. Sporting, Lisbon. Away. Away. Boah, man kann das gar nicht richtig einschätzen, wie gut die sind, weil man kennt die Gegner nicht. Man kennt nicht die Ligen und deshalb ist jeder Gegner eine neue Herausforderung. Für mich war sehr gut, weil Spielen in Italien, ja, ist gut, weil ich komme aus Italien und Juventus ist meine Lieblings-italienische Mannschaft. Top attraktive Gegner. Wir hatten einen Auftakt in Turin. Wir hatten aber noch ein Ligaspiel davor zu gehen und wollten auch wissen, wie wir als Team darauf reagieren und wie wir damit umgehen. Dann mit dem Wochenende kommt Wien Wiesbaden zu uns. Dann fliegen wir nach Turin und dann spielen wir in Essen. Nehmt euch hier einen Magneten weg und hängt den Magneten dorthin, und zwar Hand aufs Herz, ich brauche keine Lügen, auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? Und da hängt ihr den Magnet drunter unter das Logo. Bitte. Wenn ich die Markierung von euch hier sehe, ist das ein Highlight für euch. Und ich gehe das natürlich mit dem Weg, weil es ist mein erstes Youth-Spiel als Coach. Für mich ist auch ein Highlight. Aber ihr wisst, wie wichtig Selbstvertrauen ist. Und deshalb ist das die Basis. Um das Spiel geht's. Männer, wir haben uns über Basis und Highlight unterhalten vor ein paar Tagen. Wir haben ganz klar die Basis gelegt. Jetzt wartet ein Highlight auf uns. Ich bin mächtig stolz. Ich freue mich so auf die nächsten 3-4 Tage. Okay, Glückwunsch, Männer. Bravo, Männer. Vor dem Spiel in Turin, wir waren alle sehr, sehr fokussiert, aber auch, ich denke, ein bisschen nervös, weil es ist eine sehr gute Kompetition. Die Atmosphäre war super, sehr aufgeregt irgendwo. Ich glaube, leichte Anspannung, nervös, Vorfreude. Da war, ja, alles kam irgendwie zusammen. Wir hatten viel Torwarttraining, ich glaube eine halbe Stunde haben wir mit Tobi, Aaron und ich haben wir ganz normal trainiert, es war alles in Ordnung. Ja, das ist aber jetzt die größte Aufgabe des Tages, dass die Kerzen nie ausgeht. Wir haben ja heute ein Geburtstagskind und noch gar nicht gesungen. Lieber Julian, herzlichen Glückwunsch, alles Gute zum Geburtstag. Bleib so wie ihr bist. Happy Birthday. So, dann singen wir mal alle für den Julian. Happy Birthday to you.
Jungs, ich bedanke mich sehr, dass ihr mir gratuliert habt und ich wünsche uns morgen 3 Punkte, Jungs. Also ich bin eigentlich zweiter Torwart, aber dann morgens wurde Aaron krank. Wir waren im Aufzug, wollten dann zum Frühstück und dann ist Aaron, als gerade die Tür aufging vom Fahrstuhl, ist er ohnmächtig geworden. War dann so, glaube ich, für 10 Sekunden ohnmächtig und dann er ist auch in meine Arme gefallen, also ich musste ihn auffangen. Ja, Aaron hat dann irgendwie so ein bisschen Kreislaufthemen gehabt und einen Fieberschub. Ja, dem ging es gar nicht gut und war natürlich vorgesehen, dass er aufgrund der Saisonleistung und wie er eben reingekommen ist, dass er auch startet. Also das wäre sein Spiel gewesen. Ja, dann hatten wir gleich das erste Highlight natürlich im negativen Sinne, dass wir dann erstmal managen mussten. Dann muss ich erstmal damit klarkommen, okay, ich spiele heute, muss mich fokussieren darauf, ich muss mich einstellen darauf. Ich war auch ziemlich nervös bei diesem Spaziergang, deshalb ist Tobi auch zu mir gekommen und meinte, ja, alles gut, du spielst, du sollst einfach konzentrieren, du hast gut trainiert. Vor allen Dingen im Warm-up vor dem Spiel, da war eine richtig gute Stimmung drin. Ich glaube, beim Aufwärmen haben wir bei den Abschlüssen, glaube ich, jeden Ball reingemacht. Ich habe mir Julian tatsächlich erst relativ spät geschnappt und zwar während dem Aufwärmen auf dem Platz in Turin bin ich nochmal zu ihm hin, zwischen den Flanken, die Tobi dann geschlagen hat und habe ich einmal kurz gesagt, Tobi, lass mich einmal kurz, geht das? Hat er gesagt, ja klar. Und dann habe ich Julian eigentlich nur in den Arm genommen und habe ihm ins Ohr geflüstert, pass auf, so wie ich dich kennengelernt habe, krasser Typ. Je größer der Wettbewerb, je größer die Challenge, desto größer wirst auch du. Du wirst ein richtig gutes Spiel machen. Ich sehe nur funkelnde Augen. Vorbereitung jetzt da draußen war richtig gut. Das ist immer die Basis. Ich sag, wer hart arbeitet, der kann auch hart spielen. Wir hatten ein Jubel thematisiert. Alter. We don't care, wie die ganze Saison schon. Es ist uns scheißegal. Und wenn sie 3 30-Jährige drin hätten, wäre es uns egal. Wir haben über den Referee gesprochen. Seid da einfach clever. Okay, seid einfach clever. Immer heißes Herz, aber kühler Kopf. Dann hatten wir den Kunstrasen thematisiert. Freunde, ganz ehrlich, das ist unser Platz. Da verspringt nichts. Da können wir genau unser Spiel aufziehen. Wir nutzen das Teil jetzt auch, wenn es da draußen heiß ist. Wir nutzen das jetzt als unsere Stärke. Okay, als unsere Stärke. Wir hatten das Thema Intensität. Die haben Physis, die sind da. Aber Jungs, wir haben jedes Spiel jetzt mehr Kilometer aufs Feld gelegt. Wir brauchen das heute nochmal. Dann habe ich gesagt, wenn man sich die Geschichte so anschaut im italienischen Fußball, die haben immer Mentalität, die haben immer Leidenschaft, immer Passion. Aber wir haben jedes Mal die größere Leidenschaft aufs Feld gebracht. Und das bringen wir auch jetzt gleich wieder. Da draußen ist es super heiß. Aber der Grund, warum es da draußen gleich nochmal ein paar Grad wärmer wird und richtig heiß wird, das sind wir. Okay, Männer, und jetzt gehen wir raus. Jeder haut sich für den Nebenmann rein. Wir vertrauen uns maximal. Wir pushen uns. Wir sind positiv. Wir lernen immer mehr mit Fehlern umzugehen. Und wir gehen jetzt da 45 Minuten drüber. Und dann sprechen wir in der Halbzeit über ein geiles Zwischenresultat, an dem wir weiter wachsen. Auf 3 Team. 1, 2, 3. Wir sind sehr jung und ja, wenn ich bin Captain, ich kann helfen meine jungen Mitspieler, weil auch letztes Jahr ich habe Youth League gespielt und ich bin Kapitän auch mit der Nationalmannschaft und ja, für mich ist sehr schön Kapitän machen. Ich würde sagen, fußballerisch wahrscheinlich mit das Beste, was ich je erlebt habe, als Trainer an der Seitenlinie.
Ja, erste Halbzeit in Turin, wir waren sehr, sehr krass. Wir haben sehr, sehr gut gespielt mit dem Ball und gegen den Ball. Ey, super, ey, super! Genauso weiter, genauso weiter! Weiter geht's, Jungs, komm! Es waren 2, 3 1-gegen-1-Situationen auch. Ja, ich muss auch meinen Beitrag dazu leisten, um zu gewinnen. Das habe ich auch gemacht. Ey, auf was bei, orientieren, Männer! Samu! Ey! Samu! Das ist erstmal ein Top-Zeichen natürlich. Also kein Gegentor kassiert, gute erste Halbzeit, gut rausgespielt. Alle hatten Mut. Wir hatten noch auf jeden Fall noch ein paar Chancen. Samu zum Beispiel läuft auch nochmal gegen Torwart, 1 gegen 1. Training macht er den rein. Dann einmal jetzt nicht reingemacht, aber 3-0 erste Halbzeit. Sehr gut, ey. Weiter, come on! Let's see 100%, eh? Don't give up, don't give up! Männer, kurz 2 Sachen. Trinken. Ihr müsst so viel Flüssigkeit reinballern, wie ihr könnt. Ich habe euch gesagt, dass wir das Teil heiß machen. Da musst du mir wahrscheinlich erstmal noch einmal eine Mannschaft zeigen, die in Turin nach 45 Minuten 3-0 führt. Den musst du mir erstmal zeigen. Aber genau darin liegt gerade die Gefahr. Es ist ein maximal, und ich möchte nur sensibilisieren, ich möchte euch maximal loben, aber es ist ein maximal schweres Ergebnis. Weil wenn wir nur 1 Millimeter jetzt auslassen, wenn wir nur einen Weg in der Defensive als Team weniger machen, dann kommen sie nochmal ran. Das muss jetzt wie 0-0 angegangen werden. Das erwarte ich jetzt. Krasses Team. Haut rein, Jungs. Haut rein. Die Leute haben gedacht, wir haben schon gewonnen. War natürlich klar, okay, Turin macht Druck jetzt. Dann das 3-1 ist dann passiert durch ein Kopfballtor. Kann ich leider nichts machen. Und da war natürlich, alle haben geschrien, meinten, okay Jungs, wir müssen uns jetzt raffen. Das darf nicht, 3-0 darf nicht weggehen aus der Hand. Ja, und dann ist dieses Spiel auf einmal wieder ganz anders in den Köpfen. Vor allem, weil wir dann innerhalb von 5 Minuten gleich das zweite geschluckt haben. Ja, erstmal sage ich mal, direkt nach dem Tor erstmal scheiße. Aber danach muss man natürlich auch, die Kollegen und alle muss man natürlich auch pushen, damit es weitergeht. So. Also ist ja dann abgehakt und so. Und dann haben wir es ja auch am Ende gut verteidigt, muss man dazu sagen. Also in Turin, Hut ab, was er da gemacht hat. Also muss man auch sagen, hat er uns in der zweiten Halbzeit wirklich den Arsch gerettet. Hält er da 2 Bälle. Nach Abpfiff wirklich sehr erleichternd. Also das war wirklich eine Drucksituation da natürlich auch. Ja! Yes, Männer! Stark hier hin. Let's go, come on! Ja! Maschine! Ja, Mann! Hey! Come on, Mann! Also ich sag's euch gleich, die richtigen Worte jetzt in diesem Moment zu finden, ich glaube, das wird mir jetzt nicht gelingen. Ich kann nur sagen, dass ich extrem stolz bin. Wir sind heute Morgen aufgestanden und auf einmal kippt uns der Keeper aus den Latschen. Also da kommt aber auch wirklich alles zusammen. So starten wir rein. Juliana mit einem überragenden Job natürlich heute. Hut ab dafür.
Das muss man ja einfach extrem hoch anrechnen, weil du hast uns auf jeden Fall 2 bis 3 Mal den Arsch gerettet heute noch. Und deswegen Kompliment an dich persönlich. Und das hat aber allen auch nochmal den extra Push heute gegeben. Tim will schon klatschen. Okay, dann klatschen wir einmal. Von meinem Gefühl, ich habe noch nie so eine krasse erste Halbzeit gesehen. Das war dermaßen dominant in allen Phasen dieses Spiels. Das stimmt mich unglaublich positiv und da freue ich mich so sehr auf die kommenden Aufgaben. Genießt den Abend. Ich bin stolz auf euch. Die Stimmung auf jeden Fall bei uns im Team war nach dem Spiel von uns natürlich sehr gut. Dann war auch ein cooles Erlebnis da in dem Stadion. Habe ich auch am Anfang ein bisschen Gänsehaut bekommen, wo da dieses Lied lief. Wir waren neben Juventus-Fan und wenn sie haben die Tore gemacht, ja, italienische Personen sind jedes Mal sehr, sehr emotional und ja, war gut. War auch schon ein geiles Stadion, muss man sagen. Haben die Profis ja leider nicht den Sack zumachen können. Ich denke für alle Spieler, die ja, das Ziel ist, Champions League spielen. Ich glaube schon, dass der eine oder andere bei uns weit kommen kann. Das glaube ich auf alle Fälle. Aber der Weg ist, es scheint kurz, was die Jahreszahl jetzt angeht, weil wir ja schon über 19 sind, aber der Weg ist schon noch richtig steinig und da müssen wir noch richtig was tun. Am nächsten Tag gehen wir immer die meisten Szenen durch. Also was geschehen ist, was hätte ich besser machen können, was habe ich gut gemacht. Erstes Youth League-Spiel. Wie war das für dich? Geil, sag ich ehrlich. Ich war da, du hast gemerkt, ich war am Anfang morgens, der Spaziergang war ich schon nervös. Ja. Aber dann war alles gut. Wenn man morgens erfährt, dass man so ein wichtiges Spiel spielen darf und damit er nicht gerechnet hat bei Abflug, so dann auf dem Platz zu stehen, das war schon richtig gut. Das war natürlich wichtig, beim Stande von 2-0 für uns. Da habe ich erst meine Position gefunden. Top. Und dann bin ich rausgegangen, ich konnte verkürzen, er hat auch einen scheiß Kontakt genommen. Ja, du hast es gut hinbekommen, dann wehrst du den mit dem Körper ab und dann bleibst du im Spiel. Also für dich natürlich top, um reinzukommen. Hand ist da, Bein ist da, bietest viel Fläche, gute Reaktion. Aber das Gegenteil hat mich ein bisschen geärgert, das zweite. Ja, das ist verständlich, weil das ist überragend. Dann bist du noch da und also das wäre natürlich ein überragender Big Save gewesen. Der erste war schon richtig gut, aus kurzer Distanz. Oh, das war so knapp. Und dann vielleicht der letzte Punch im Abdruck. Ja. Du hältst den Ball. Und weißt schon, worauf ich hinaus will. Ich darf niemals das spekulieren. Gut. Niemals. So, ich glaube, da sind wir uns einig, dass ein Ball, den musst du halten. Ja. So, hast du auch gehalten, alles gut. Aber du musst aus der Situation mitnehmen, ich darf nicht spekulieren. Die Torwart-Ecke muss ich zuhalten. Wenn der über die Mauer kommt, ich bin darauf vorbereitet, ich drücke ab, ich versuche alles, um den Ball zu halten. Aber geht der dann rein, dann ist das so. Ja. Aber Torwart-Ecke muss zu sein. Es gibt immer erstens Selbstvertrauen und das zeigt doch an so Kleinigkeiten, an denen man sehr gut arbeiten kann. Gut. Donnerstag oder Freitags kommt halt immer drauf an, wie das mit der Schule passt. Habe ich mit Marvin im Football Now Training. Ja, da geht es so um 6er spezifische Sachen, sage ich mal, so wie drehe ich auf oder so. Ja, den Körper ein bisschen drehen. Ja. Ja. Der war clean. Der war scheiße. Womit hast du den Ball getroffen? Hacke. Ist halt Training, aber macht halt auch Spaß. Das ist halt schon top. Genau. Aber ich finde, auf der Seite geht das hier definitiv besser als auf der Seite. Ja, weißt du warum? Das sind deine Abläufe, weil du Linksfuß bist. Und deine gewohnten Abläufe sind immer rechts annehmen, links oder mit links passen. Und deswegen machen wir das ja. Damit du flexibel bist, damit du von beiden Seiten da raus und da raus und da am Start bleibst. Okay? VR-Training mit so einer Brille. Das ist relativ neu hier, aber
Ist auch interessant, so mit diesen, dass man in dem Stadion drin ist und dann so eine Simulation von Aktionen kriegt. Der Ball geht auf den AV und dann geht der Ball irgendwann ins Zentrum zu mir und dann muss ich halt schauen mit Schulterblicken und sowas, wo halt die freien Mitspieler sind und dann die bestmögliche Option anspielen. Du hast jetzt den entweder Stürmer oder linken Flügel angespielt. Hast du noch andere Passoptionen wahrgenommen? Nur auf der rechten Seite, linke Seite habe ich nicht gesehen. Okay, rechte Seite, wen hast du noch wahrgenommen? Ich glaube, ein Achter war das. Achter. Flügel war, glaube ich, gedeckt, glaube ich. Ja, okay. Ja, also am Anfang, beim ersten Mal war es ein bisschen ungewohnt, jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen besser, weil man halt nur, sage ich mal, diese Sicht hat und nicht die komplette Sicht hat. Deswegen muss man sich manchmal ein bisschen mehr drehen, aber es funktioniert schon gut jetzt mittlerweile. Jetzt kurz vor Abbiegen, jetzt kommt der Schuss. Ja. Boah, ist doch gut, ne? Ja. Sei ehrlich? Ja, ja. Mein Schüler. Ich bin gerade bei der Fahrschule Engels in Hagen. Also ich hoffe, ich mache meinen Führerschein. So, schau mal den Kreisel. So, beim Abbiegen deutlicher der Schulterblick, wenn du rausfährst. Also ich habe wieder nicht so gemacht, ne? Okay. Ja. Ich vergesse immer Schulterblick. Ja. Hier ist Blitzer. Der macht so viel Geld hier. Das ist nicht schlimm. Du fährst immer regelkonform, oder? Ja, das stimmt. Also ja, mit der Hand-Augen-Koordination, das funktioniert bei mir super, weil beim Autofahren muss man ja überall alles achten, links, rechts, Rückspiegel und alles. Und durch das Torwartspiel muss ich auch immer alles sehen, das nennen wir auch peripheres Sehen, also im Augenwinkel alles zu sehen. Das klappt im Autofahren auch super, sehe ich immer Spiegel, alles, Autos, das klappt sehr, sehr gut. Also mein Fahrlehrer hat jetzt auch mein Spiel gegen Juventus auch geguckt. Das fand ich ziemlich nett von ihm, weil er guckt, glaube ich, sonst nur Eishockey. Und er lernt jetzt auch, was Champions League heißt und so habe ich ihm alles beigebracht. Ich verspreche dir, wenn du irgendwann in Profiliga einsteigst, dann komme ich auch gucken. Dann komme ich das erste Mal Fußball gucken. Ja. Klare Bälle, kein Ball einfach so in den Raum. Der Ball muss ankommen. Kommt, Jungs, kommt. Jeden Wochen ich mache ein Individualtraining für besser werden in my weak point. Komm, sonst kannst du jetzt schon nichts damit anfangen hier. Komm, scharf auf den Fuß. Okay, und ab, schärfer. Nochmal mitnehmen, schärfer. Okay, jetzt, let's go. Gerade wir arbeiten in erster Touch und in die Pässe. Luca, für dich weniger hin und her, sondern wir gucken jetzt, dass du mehr aus der Mitte arbeitest. So, du öffnest, machst den ersten Kontakt, aus dem Fallen raus, Hüfte zur Seite. Und dann ab nach vorne raus. Du entscheidest, wann es nach vorne geht. Vorderer Fuß scharf, diagonal überspielen. Yes! Gewicht vorne lassen, Luca. Gewicht vorne lassen. Gut, gute Schärfe, Junge. Du entscheidest, Junge. Entscheide. Yes! Und jetzt werden wir schnell. Komm, Matthias, ab die Post, ja? Und One Touch. Gut, ist okay. Ich glaube, das hilft mir sehr gut in das Spiel. Danke. Jeden Abend ich rufe an meine Familie. Wir machen eine FaceTime. Wir sprechen über meine Tage und ja, was ich habe gemacht. Ciao. Oggi tutto a posto? Poi domani invece ho Football Out, realtà virtuale, poi ho gli sprint. C'è una giornata bella piena. Mein Papa ist ein sehr, sehr großer Fußballfan. Auch meine Mama, weil ich spiele Fußball und dann, ja, sie macht auch Fußball. Stiamo filmando. Beh, è una bella cosa comunque, dai. Sì, sì, no, infatti, sì, sì. Va bene. Dopo quando saranno pronti vedremo cosa hanno combinato. No, no, Sarà esatto. tutto in tedesco, quindi non capiremo niente. Vabbè, questo qua stiamo parlando italiano, quindi... Beh, tu quando parlavi in tedesco però con gli altri? Sì, sì, quello sì, mister problema. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Gut gehalten. Das Szenario war diesmal extremer. Es kamen wirklich 4 Spieler runter von der U23 und man merkt dann schon, ob der eine oder andere, glaube ich, denkt dann schon drüber nach, oh, was hat das jetzt für Auswirkungen auf mich? Deswegen, ich habe richtig viel Gespräche führen müssen. Wir wussten, dass eine taktisch sehr disziplinierte Truppe auf uns zukommt, was die Defensive angeht.
und dass sie uns offensiv auch wehtun können. Deswegen wussten wir, dass die Challenge maximal wird. Komm! Yes! Gut so! Schnelle, große Schritte, ja! Matthias, ich brauche dich kurz. Lies das vor. When you're playing point, it has to be the most important thing in the world, and it is. But when it's behind you, it's behind you. Okay. Wenn wir einen Pass haben, der kommt nicht an, konzentrieren wir uns sofort auf den nächsten. Wenn wir einen Zweikampf verlieren und es funktioniert nicht, dann den nächsten Zweikampf. Wir trauern nicht nur einer Sache nur irgendwie nach. Wir haben keine Zeit dafür. Blick geht nur nach vorne. Der Kollege hier hat so oft in seinem Leben versucht, ein Spiel zu entscheiden. Er hat so viele Fehlwürfe gehabt und am Ende ist einer der erfolgreichsten Basketballspieler aller Zeiten geworden. Und der Grund war immer, dass er aufs Maul bekommen hat und daran gewachsen ist. Und das ist jetzt entscheidend. Deswegen, wir versuchen es immer und immer wieder. Blick geht nur nach vorne. Wir machen extra Meter, wir machen extra Pässe. Das hat uns die ganze Saison ausgezeichnet. Wenn wir das beides erreichen und hochfahren, sind wir nicht aufzuhalten. Wir gehen all in die ganze Zeit. Wir gehen all in die ganze Zeit. Nicht eine Sekunde weichen wir von unserem Spiel ab. Nicht eine Sekunde zweifeln wir an uns. Und wir sind Monster mit dem Ball und wir sind Monster gegen den Ball. Wir sprechen uns hier in 45 Minuten. Darum geht das. Das ist das Wort. Heute etwas neu zusammengemischt. So viel Stärke drin. Glaubt an euch. Auf 3, Team. 1, 2, 3. Team! Auf ja! Komm Männer, komm Männer! Erste Halbzeit, wir haben gut Defense gemacht. Ja, wir können ein bisschen mehr in Angriff etwas machen. Wir haben ja schon relativ viel Ball gehabt in der ersten Halbzeit, auch gut rausgelöst hinten und alles. Also in der ersten Halbzeit würde ich schon sagen, gehen wir eigentlich als bessere Mannschaft vom Platz in die Kabine. Matthias, next ball. When I get the ball, I turn like this, and then you start running. Remember when you saw me hit that run? But it went to Fred? You just play me like fire. First ball, now second half. I get the ball, and then you run, okay? Die Einstellung passt. Wir haben genau das hier innerlich. Hier steckt so viel Qualität drin. Und jetzt geht es um Charakter. Wir halten voll dagegen. 45 Minuten. Na, vamos, wir glauben dran. Vamos. Ja, wir haben die ersten paar Minuten leider gegen Bilbao in der zweiten Halbzeit verloren. Und dann kommt das 1-0 leider. Ich habe das so in Erinnerung, dass Luca andribbelt. Dann spielt er mir den Ball. Ich glaube, er wollte mit mir auch einen Doppelpass spielen, deswegen geht er auch weiter, glaube ich. Ich drehe mich über die rechte Seite. Kontakt ein bisschen zu lang. Und dann spielt er den mit meinem ersten Kontakt durch in die Tiefe und der läuft 1 gegen 1 aufs Tor zu. Und dann, was leider passiert, es passiert im Fußballspiel, ist halt die rote Karte. Ein Mann weniger gegen diese sehr gute Mannschaft ist sehr, sehr schwer. Ich fand, die Mannschaft hat das gut gemacht eigentlich nach der roten Karte. Dann bringen wir Jan Luca rein, der hat noch die Riesenchance zum Ausgleich. Das kommt auch dazu. Im Gegenzug kriegen wir das 0-2. Dass das ein richtiger Nackenschlag oder Schlag ins Gesicht ist für die Mannschaft, ist klar. Aber in der Phase hätte ich mir auf jeden Fall eine andere Reaktion gewünscht. Und ja, dann kommt das zweite, das dritte und das vierte. Das sind leider 4 Tore viel zu hoch für mich persönlich. Da müssen wir konsequenter verteidigen. Ja, nach Abpfiff war schon ein bisschen hart. 4-0 war schon ein bisschen zu hoch, meiner Meinung nach. Das erste Spiel, was wir jetzt verloren haben dieser Saison, bis jetzt noch kein einziges Spiel verloren. Daraus muss man halt lernen aus den Spielen und geht halt auch schon weiter. Okay, Männer, das ist hart. Ganz ehrlich, es ist wirklich tough. Das Ergebnis, wenn ich jetzt nur die letzten 10 Minuten sehe,
wie wir wieder dann zurückfinden und unser Spiel spielen. Wir hätten die Qualität hier drin gehabt heute, die zu 10 sogar laufen zu lassen. Das muss uns klar sein. Das ist das, was mir gerade besonders wehtut. Weil wir eine Phase hatten, da haben wir uns nur beschwert. Wir waren keine Truppe mehr, wir haben kein Champion-Gesicht gezeigt. Wir zeigen in dieser Phase keine Cojones. Das ist das, was mich nervt. Und daran wachsen wir jetzt. Und wenn ich dann sehe, dass dann der eine oder andere, der noch eingewechselt wird, ein Gesicht macht, dann bin ich nicht happy. Und wenn ich dann sehe, dass einer, der raus muss, auch ein Gesicht macht, bin ich nicht happy. Weil das ist nicht das Gesicht eines Champions. Ich weiß, dass ihr eigene Ziele alle habt. Aber ihr werdet es nicht schaffen, wenn der linke und der rechte Mann neben euch alles für euch tut. Und dann müsst ihr auch alles für ihn tun. Dann kommt ihr nicht weiter. Und wir wollen weiterkommen, weil die Qualität so immens hoch ist. Wir sind eine unglaubliche Truppe und haben es uns heute selbst zuzuschreiben. Und es wäre auch einfach zu sagen, Niklas hat einen Fehler gemacht, Felix hat taktischen Fehler gemacht, Luca hat heute einen Fehlpass gespielt und Jan-Luca hat die Riesenchance vergeben. Das ist zu einfach. Wir müssen genau dann, wenn es scheiße läuft, müssen wir da sein. Und deshalb ist das Spiel jetzt maximaler Lernprozess. Die nächsten beiden Spiele sind jetzt beide auswärts. Das erste in Kopenhagen und das zweite in Manchester City. Ja, das sind auch 2 geile Auswärtsfahrten, muss ich sagen. Vor allem auf City freue ich mich besonders. Manchester City ist eine auf die beste Mannschaft in der Welt und ich denke, es wird ein sehr gutes Spiel. Wir werden auf jeden Fall mit dem Trainerteam und wir Jungs alles dafür geben, dass wir besser jetzt noch werden, noch besser und auf jeden Fall versuchen 6 Punkte hier wieder heim nach Dortmund zu holen. Falling apart, ain't a part of the plan to get my prize, my paper.